Bist du ein Nazi? So ein Schwachsinn. Ich bin heute hier, um ein Zeichen zu setzen für den Frieden. Okay. Und weil genau das ist, was der Kaiser und das Deutsche Reich für immer standen. Nicht umsonst waren sie mit den Ottomanen für dieses halt gestanden. Ich bin jetzt auch mal ein Osmane. Uns verbindet wirklich eine lange Tradition der Freundschaft. Die größten Probleme, der Unglaube, die glauben nicht mehr an Gott. Oder was ist das heute für ein Treffen hier? Noch weiter zurück, bitte. Das ist ein Treffen von Menschen, die sich ein friedliches Miteinander wünschen auf der Welt. Öffentlichkeitsarbeit, dass das auch weltweit, wie ja auch im Live-Chat übertragen wird, damit die Leute das mitkriegen und auch sehen, dass wir gegen Nazis, gegen rechts sind. Mein Ziel ist, ein Zeichen zu setzen dafür, dass Menschen, die die gleichen Werte vertreten, egal wo sie herkommen und egal was sie jetzt im Äußeren für eine Religion haben, miteinander etwas Gutes tun können. Sind Sie selber ein Nazi? Würden Sie das behaupten? Nein, niemals. Im Gegenteil, ich würde das verurteilen, Nazitum. Das hat uns ja dermaßen geschadet, unserer Nation. Ne? Sie würden sich selber nicht als Nazi bezeichnen? Nein, um Gottes Willen. Nein, auf gar keinen Fall. Da haben wir nichts mit zu tun. Das wird ja auch immer vom Sprecher gesagt. Jetzt von außen betrachtet würden viele denken, wie passt das denn zusammen? Ein türkisch gekleideter, osmanischem Stil mit Menschen, die hier Preußenflaggen hochhalten. Wie passt das denn zusammen? In Deutschland leben sehr viele Türken. Ich selber bin Deutscher, aber ich habe den Islam für mich gefunden. Oh, interessant. Und dadurch bin ich auf den Weg gekommen. Was antworten Sie auf Leute, die sagen, hier tun sich Islamisten mit Neonazis zusammen? Ich habe keinen getroffen. Ich bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen bei ähnlichen Treffen und da war nie einer. Super. Reich und das Kaiserreich waren wir Freunde. So right now here we have Sandra and Sabina. The first question I have, what are your impressions of the Royal Ottoman Society as they have become a part of this event that takes place on a few occasions during the year? Ich finde das sehr gut. Ich bin ja jetzt schon das dritte Mal mit Ihnen alle zusammen und ich kenne ja auch schon diese Tanzgruppe, die wir auch hatten. Und ich finde es sehr gut, dass wir immer mehr zusammenrücken. Denn wir müssen als Menschen wieder zusammenkommen und als Volk. Und wir sind Brüder und Schwestern. Richtig. Wonderful. Thank you so much, Sandra, Sabina. Really appreciate this and hope to see you in the next event as well. What is your impression on the Royal Ottoman Society being a part of this event? To be honest, I love it because we are one mankind and everyone who loves peace is my friend. Thank you so much, Lars. Really appreciate this. Okay. Thank you. Okay. Mit der Geschichte von den Osmanen. Also da wird es auf jeden Fall eine Änderung geben. Und da ist ein gemeinsames Interesse da, der Einheit. Which part of Germany are you representing today? Preußen. Russia. What do you think of the Royal Ottoman Society and them being a part of this event? Ja, also ich bin wirklich begeistert und finde es großartig, dass Sie alle hier sind und mit Ihnen ins Gespräch kommen durfte. Und ja, wir haben gleiche Werte. Wir stehen für das Gleiche. Wir stehen für den Frieden, für die Souveränität, für die ganze Menschheitsfamilie. Und ja, es ist einfach, ich bin gerührt. Thank you so much, Alvira. Really appreciate this. And I pray that your grandchildren get to see the dream that you have for them in terms of having that freedom that you desire for them. Ja, danke. Ja, für Frieden, für uns alle. Wir sind eine Menschheitsfamilie und wir stehen zusammen. Ja, wir sind Herzensmenschen. So, in the end. Dankeschön. In der DDR-Geschichte in den Büchern stand es noch drin, dass das Deutsche Kaiserreich mit dem Osmanischen Reich Verbindungen hatte und befreundet waren. Ja, und auch die Bagdadbahn, der Bau der Bagdadbahn war mit dem Deutschen Reich und mit dem Osmanischen Reich. Das ging ja bis runter nach Saudi-Arabien damals. Und dass auch im Ersten Weltkrieg deutsche Schiffe, die kapitulieren mussten vor den Briten, wo die sich an Land gerettet haben, die wurden von den Osmanen gerettet und mit der Bagdadbahn bis Berlin gebracht. Da gibt es viele Berichte drüber. Ja, es gab immer eine Freundschaft
Immer. Seit über 300 Jahren oder so. 326 oder 400 Jahre. Es wird überhaupt nicht gelehrt in der Schule. Nein, die Menschen müssten aufeinander zugehen. Ja. Und wie gesagt gehabt, dafür sorgen, dass Freiheit, Frieden und Souveränität für jedes Volk dieser Erde kommen. Ja. Das wäre das Wichtigste. Das ist ja nicht nur für uns, wir gehen ja alle in die Freiheit. Ja. Und wenn die Menschen wirklich wieder aufeinander zugehen und sagen, du, ist egal, wo du herkommst, ist egal, was du glaubst, ob du an den Gott glaubst, du bist ein Mensch und ich begrüße dich, wie ich es in meiner Rede sage, ich begrüße jeden Menschen als Mensch. Ja? Es spielt keine Rolle, ob du links, rechts, oben, unten stehst, ob du Moslem, Christ, Buddhist, ist egal. Mensch ist Mensch. Wir sind alle dieselbe Gattung, alles Mensch. Jedem Gott sind wir alle gleich, sind Menschen. Das ist wichtig. Wenn das die Menschen begreifen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und wir wünschen euch viel Erfolg auf eurem Weg, weil wir stehen ja zusammen und es ist ganz wichtig, dass die Völker zusammenhalten. Ja? Sonst heißt es ja wieder Nerda Choklop oder Boklop, weißt du? Aber hier heißt es eben Freundschaft. Ich auch. Ich weiß von früher, das Osmanische Reich war sehr groß. So, und war eigentlich ein gutes Reich. Also ich habe da noch nie irgendwas Negatives gehört und kann da auch nichts Negatives selber jetzt auch berichten. Die ganze Geschichte ist umgeschrieben. Es ist so vieles weggelassen und was uns nicht erzählt wurde, was den Kindern jetzt nicht erzählt wird, was einfach weggelassen und verlogen wird. Sagen wir mal so. Alles gelogen. Dass wir alle wieder zusammen eine gute Verbindung haben und dass alles wieder gut zusammenkommt, so wie es früher mal war. Dass jeder für den anderen einsteht. Auf jeden Fall. Dass jeder aufgeklärt wird und dass endlich mal die Geschichte, die wahre Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. I heard something really interesting that some years ago you came across a video of Maulana Sheikh Nazim. Can you speak a little bit about this and what was your impression of that video that you came across? Es ist mir weitergeleitet worden und ja, Josef hat es vorhin gesehen, ich habe nur geweint. Weil es ist einfach so ein bewegendes Video. Es ist schön. So York, when you watched the video of Maulana Sheikh Nazim all those years ago, what was it specifically about that video that really moved your heart? Wie er gesagt hat, dass es ein ganz, ganz fantastischer Mensch ist und das hat mein Herz so bewegt und wenn man seine Interviews hört, das ist jedes Mal Gänsehaut-Feeling. There was a saying in Ayberg Effendi's book that history is not a faded legacy from the past. Perhaps history is the sign of a new beginning. So perhaps we're moving towards that direction. Ich hoffe bald. Ist auch ganz wichtig, auch für euch. Das Osmanische Reich war so ein brillantes Reich. Es war mit Kunst, mit allem drum und dran geschmückt und es war jahrhundertelang einzigartig. Ja? Die ganze Ärztegeschichten, alles kam ja von euch und die Kunst, die dazu kam und so weiter. Es ist so ein schönes Reich gewesen, und es ist 1914 kaputt gemacht worden und das muss auch wieder entstehen. Excellent, thank you so much. That's our dream and we are very happy. A nice dream. Yes. My final question for you, York, is that what do you think of the Royal Ottoman Society over here today? Sagt alles. This emblem is saying it all. Yes. Thank you so much. I really appreciate this interview. I think it was one of the most heartfelt interviews I've done in a long time. Thank you.